Hey, herzlich willkommen zu Joghurt und Reiswaffeln, deinem Podcast für die wirklich wichtigen Fragen im Leben. Was esse ich heute und warum hasse ich mich bloß so sehr? Lass es dir schmecken. Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hattest eine wunderschöne Woche. Wenn alles nach Plan läuft, geht diese Episode Samstag online und dann hoffe ich, dass du im besten Fall ausgeschlafen hast und ja, dir ein schönes Wochenende bevorsteht. Wenn alles nach Plan läuft, bin ich gerade auf dem Weg nach Amerika, genau genommen nach Kalifornien, Los Angeles, mit Wiebke und meinem Freund und seinem Trauzeugen für einen Junggesellenabschied. Wiebke und ich haben da in der einen Episode auch schon ein bisschen was drüber berichtet. Wir sind auf jeden Fall wahnsinnig aufgeregt. Ich bin auch super aufgeregt. Deswegen, wenn du das hier gerade hörst und direkt am Samstag einschaltest, dann drück mir die Daumen, dass alles gut geht und diesen wunderschönen Urlaub, den ich mir schon ja, wünsche, seitdem ich eigentlich denken kann, mit meiner besten Freundin mal die ganzen tollen Freizeitparks zu erleben. Genau, hoffe ich, dass das doch alles klappt und ja. ähm, Heute handelt es sich, glaube ich, eher um eine, ja, doch eher kurze Episode, glaube ich. Schauen wir mal, wie lang es nachher wird. Und zwar möchte ich heute so ein kleines Status-Update geben, beziehungsweise mit dir über das Thema Jobsuche, Selbstständigkeit, Arbeitslosigkeit, Arbeitssuche, der Agentur für Arbeit, so ein bisschen die Themen aufrollen, weil das doch die Themen sind, die mich in den letzten Wochen und Monaten am meisten beschäftigt haben. Und ja, falls dich das auch interessiert oder du da auch Themen hast, die auf dich zukommen, ja, dann bleib gern dran und dann lass uns mal schauen, ob das ein oder andere Thema dir vielleicht was hilft, die Augen öffnet, dich inspiriert oder ja, dir ein bisschen Zuspruch bringt oder ein paar Knoten im Kopf löst. Genau, wie du es ja wahrscheinlich schon mitgekriegt hast, ich befinde mich gerade auf so einer Selbstfindung, beziehungsweise bin jetzt quasi den Weg angetreten in die Selbstständigkeit. Und wie du dir denken kannst, ist das ein sehr komplexer Prozess. Ich würde auch sagen, das wird einem jetzt nicht unbedingt leicht gemacht, besonders weil man ja auch schon in der Schule nicht gerade, wie soll ich sagen, darauf vorbereitet wird, wie man auf eigenen Beinen steht. Ist vielleicht auch schwer, das einem in der Schule beizubringen, wäre aber auch ein interessantes Unterrichtsfach mal gewesen, so verschiedene Karriereoptionen sich mal so ein bisschen genauer anzugucken und dann vielleicht auch das Thema Selbstständigkeit. Ich bin bei meinem Vater aufgewachsen, der Polizeibeamter sein Leben lang war. Wie du dir vorstellen kannst, war er jetzt nicht gerade derjenige, der mir vorgelebt hat, wie man sein eigenes Business führt. Ähm, genau, da war eher die Prämisse, immer einen sicheren Job haben und natürlich muss ich auch sagen, habe ich davon auch immer sehr profitiert, dass wir ein sehr stabiles Einkommen hatten, sehr stabile finanzielle Verhältnisse. Genau, da ging es mir immer doch sehr, sehr gut, weil mein Vater eben diesen doch sehr sicheren Weg gewählt hat. Da ging es auch damals, das hat er mir schon ein paar Mal erzählt, ging es auch wirklich mehr darum, man wollte von zu Hause rauskommen, man wollte auf eigenen Beinen stehen, man wollte finanziell unabhängig sein und ja, dann hat er da so einen Flyer von der Polizei gesehen, hat gesagt, ach komm, das mache ich, das klingt gut, ich bin sportlich, das kann ich. Und ich glaube, dann gab es irgendwie das ist wahrscheinlich jetzt viel zu, also dann gab es irgendwie ein paar hundert Mark und davon konnte er sich dann aber seine eigene Wohnung leisten, von zu Hause ausziehen und das war dann erstmal alles. Und ja, und dann, wie es halt dann häufig auch so ist, beziehungsweise dann ist er über verschiedene Stationen, irgendwie Schichtdienst, Schichtleiter, ähm, ja, das könnte er jetzt alles, die genauen Schritte könnte er jetzt genau formulieren. Ich kann es nicht, aber bis hoch ähm, zum Filialleiter sozusagen, also Filiale, das ist ja keine Filiale, wie nennt man das denn nochmal? Ähm, ja, also auf jeden Fall von doch Polizeifiliale, Polizeistation, Stationsleiter von der Polizei in der Heimatstadt, wo ich dann aufgewachsen bin. So hat sich da halt so hochgearbeitet. Immer sehr verträglich gewesen. Und das ist halt der eine Weg, wie man seine Karriere gestalten kann. Dann
habe ich zum Beispiel auch meinen Partner, der jetzt auch schon über 10 Jahre bei seinem Unternehmen ist. Also, es gab da zwar jetzt vor 'nem Jahr so ein bisschen Veränderung, indem er Geschäftsführer von einer Tochtergesellschaft wurde, aber trotzdem ist er am Ende immer noch in dem gleichen Laden, in dem er, angefangen hat nach seinem Studium der Wirtschaftsmathematik. Genau, ist er da einfach sozusagen geblieben und hat sich da auch hochgearbeitet zu einem sehr, sehr tollen Job mittlerweile, mit einem sehr hohen Standing, auch wenn er immer Angst hat, dass die anderen Leute alle nicht so sehen und alle denken, er könnte nichts und na ja, die Probleme, die wir eigentlich, glaube ich, alle haben. Das trifft bei ihm aber auch nicht zu. Also, es sind alle sehr überzeugt von ihm, auch wenn er es immer nicht glauben will. Deswegen, ja, das ist ein Weg, wie man das Ganze machen kann. Und ich kenne tatsächlich sehr viele, gerade auch in meiner Zeit vom VfL Wolfsburg habe ich sehr viele kennengelernt, die schon sehr, sehr lange dann beim VfL Wolfsburg auch waren, also eine lange Zugehörigkeit haben, was am Ende auch für einen sehr guten Arbeitgeber spricht, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht auch für eine innere Ruhe. Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, warum man oft den Job wechselt. Und ja, bei mir war es jetzt die letzten Jahre so, dass sich doch mehr verändert hat, als ich gedacht hätte. Mein erster Job war ja an der IB-Hochschule, wo ich auch meinen, Bachelor in Psychologie gemacht habe. Und, da hat mir die Arbeit tatsächlich auch gut gefallen und ich muss auch sagen, es gibt ein paar Punkte, die ich heute mehr zu schätzen wüsste als damals. Wenn es der erste Job ist, weiß man es ja noch nicht besser und ich will auch nicht sagen, dass alles gut war und das ist, glaube ich, auch immer noch ein bisschen chaotisch da. Zumindest was mir meine beste Freundin, die ich da ja eingeschleust habe, könnt ihr euch gerne in der Episode noch mal anhören, die Geschichte. Genau, die berichtet mir auf jeden Fall immer noch davon, dass da sehr viel im Umbruch ist. Von dem, was ich von außen mitkriegen kann, ja, geht der Umbruch nahtlos weiter. Aber ja, das war mein erster Job und es war, auch, glaube ich, ein sehr angenehmer erster Job, ein sehr wohlwollendes Umfeld, aber ich habe halt irgendwie ja, Bildungsbereich verdient man nicht so viel Geld. Dann habe ich gedacht: die Augen offen halten kannst du ja.“ Dann gab es die Stelle beim VfL Wolfsburg und da hatte ich wahnsinnig große Angst, ob ich das machen soll, weil nach Wolfsburg pendeln und dann war es jetzt auch schon ein anspruchsvoller Job, wie ich finde, oder einer mit sehr viel Verantwortung. Da habe ich sehr gestruggelt und hätte ich dann nicht einen sehr wohlwollenden Vorgesetzten gehabt, der mich da auch unterstützt hat in diesem Prozess, beziehungsweise mir auch zugesprochen hat, hätte ich das Ganze, glaube ich, auch nicht gemacht. Und auch die Personalabteilung, wirklich sehr, sehr nette Leute, die mit mir sehr liebe Gespräche geführt haben. Und am Ende hat man mich dann genommen, obwohl ich gar nicht der auf dem Papier perfekte Kandidat für diese Stelle gewesen wäre. Dafür war ich auch wirklich sehr, sehr dankbar. Bin ich heute noch sehr dankbar für, dass am Ende dann doch eher dieses Vertrauensverhältnis und die menschliche Komponente da eine große Rolle gespielt hat. Nicht, dass ich jetzt nicht gar nichts, mitgebracht habe, aber, ich hätte auch verstanden, wenn man andere Kandidaten genommen hätte oder andere Kandidatinnen. Hm, ja, und da war es dann am Ende ich als ich da angefangen habe, habe ich gedacht: „Oh, das ist es jetzt für die nächsten 10 Jahre.“ Und dann habe ich aber eben auch gemerkt, das ist schon ganz schön anstrengend. Gar nicht mal, weil der Job immer nur anstrengend war. Also, so will ich das gar nicht formulieren, sondern, mehr ich zähle halt zu der Sorte, die sich sehr viele Gedanken machen. Und es war nun mal ein Arbeitsumfeld, in dem man sich sehr viele Gedanken machen kann, weil es doch an der ein oder anderen Ecke sehr viel Drama gab und äh, man, wenn man dann eher zu der unsicheren, Sorte gehört, so wie ich, dann doch schneller dazu neigt, sich zu hinterfragen, zu denken: „Oh Gott, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Oh, hassen die mich jetzt alle?“ und so weiter. Kennst du vielleicht auch. Und das war dann doch ziemlich anstrengend auf lange Sicht, besonders wenn dann vielleicht der Zuspruch, den man am Anfang noch ein bisschen mehr bekommt, dann irgendwann abnimmt, was auch ganz normal ist, glaube ich, wenn man dann eine Weile da ist. Und natürlich kommt dann auch das Pendeln dazu und das Arbeiten am Wochenende und das Arbeiten also Spätarbeiten und gerade ich hatte jetzt auch eine Position, würde ich sagen, wo man so ein bisschen auf sich allein gestellt war. Also, man hatte irgendwie Leute, die seine Arbeit übernehmen können, aber das hat in der Praxis nicht immer zu 100% funktioniert. Ich will da gar nicht so auf die Details eingehen, aber, ich zumindest für meinen Teil, obwohl mir gesagt wurde: „Bitte nimm frei, bitte leg das Handy weg“, ich habe mich trotzdem immer verantwortlich gefühlt und das kennst du vielleicht auch, das raubt einem dann auf lange Sicht doch schon auch ein bisschen die Kraft, wenn man nie richtig abschaltet. Ob du jetzt im Urlaub bist oder wenn du gerade im Kino sitzt und denkst: „Oh Gott, ich bin gerade nicht erreichbar, weil ich habe keinen Empfang.“ Genau, und dann habe ich ein sehr gutes Angebot bekommen von einem Startup in Berlin, äh, mit sehr, sehr guter Bezahlung und sehr lieben Leuten und dann bin ich auf einmal sehr ins Struggeln gekommen, weil ich gedacht habe: „Oh, mehr Geld von zu Hause arbeiten primär, ähm, ist ja eigentlich Win-Win.“ Und gerade
in der Phase war es dann auch recht turbulent, beim VfL. Ja, habe ich mich dann dazu entschieden, das zu machen. Und tatsächlich habe ich aber da schon gemerkt, und das, als ich dann im Urlaub in Japan war, habe ich da mit Johannes, also mit meinem Freund, auch ganz viel drüber geredet, dass ich eigentlich das Gefühl habe, ich würde mich lieber selbstständig machen oder lieber mehr mein eigenes Ding machen. Nicht, weil ich nicht gern mit Menschen kann. Ich bin hoffentlich, glaubt mir das, ich bin 'n absoluter Teamplayer, aber ich habe manchmal meine eigenen Bedürfnisse. Vielleicht kennst du das selber auch. Es geht gar nicht darum, dass man nicht arbeiten möchte oder sich nur auf die faule Haut legen möchte, sondern mehr, dass man Dinge auf seine Bedingungen macht. Und dann gerade war es bei diesem Startup so: „Bitte fahr dann dahin und fahr dann dahin und da haben wir diesen Termin." Und ich kam ja gerade aus so einer ständig Pendelphase und das hat mir dann irgendwie direkt am Anfang so ein bisschen den Stecker gezogen und dann habe ich direkt gemerkt: „Oh, ich bin total kaputt." Und dann musste ich mich erst mal krankschreiben lassen für eine Weile und das war auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich aus psychischen Gründen habe krankschreiben lassen. Das hat sich auch irgendwie ganz komisch angefühlt. Ist auch irgendwie weird. Man rät Leuten dazu, psychische, ja, Bedenken sind genauso wichtig, wie körperliche und dass man sich da genauso, seine Ruhe geben muss oder seine Genesung und, ne, wenn es einen selber betrifft, dann fühlt man sich wie ein Imposter, dass man sagt: „Oh Gott, ich bin ja gar nicht krank", so. Ähm, War wirklich nicht so einfach und ich bin auch sehr dankbar, dass ich da einen Hausarzt gefunden hatte. Ich hatte bis dahin gar keinen, der das auch wirklich empathisch aufgenommen hat, weil da habe ich auch schon ganz andere Geschichten gehört, dass man sich dann dafür noch rechtfertigen muss. Ja, und da wünsche ich mir halt auch von mehr Ärzten ein bisschen mehr Empathie, aber Gott sei Dank meiner hatte diese Empathie. Auch ein bisschen, ich sage mal, 'n komischer Kauz so auf seine Weise, aber war zu mir auf jeden Fall sehr nett. Genau, und dann kommt man natürlich schon ins Grübeln: „Ja, was machst du denn jetzt? Bleibst du da oder nicht? Oder machst du was ganz anderes?" Dann bin ich ja erst mal ins Fitnessstudio zu Superfit gegangen, um ein bisschen zu joggen, weil ich bin einfach nicht der Typ, der dann nur zu Hause rumsitzen kann. Aber ich wollte irgendwie auch nichts mit ganz viel Verantwortung oder wo man gleich Projekte und Deadlines und Strategien entwickeln. Da hatte ich einfach nicht die Energie für. Und dann habe ich gedacht: „Ach, ein bisschen im Fitnessstudio jobben, das geht schon." Und auch das hat mir sehr, sehr die Augen geöffnet, weil auf der einen Seite ist es ein ganz cooler Job. Mit meiner Fitnesstrainer B-Lizenz ging das dann natürlich auch ganz gut und, ich habe ja auch noch meine Les Mills Kurse im Fitnessstudio, deswegen war ich da eh schon 'n bekanntes Gesicht. Und man lernt auch ganz viele tolle Menschen kennen, man hat auch sehr viel Spaß. Allerdings ist es auch eine harte Branche, eine sehr schlecht bezahlte Branche und, am Ende ich kann nur von Superfit sprechen, ähm, falls du da mal überlegst zu arbeiten, wenn du in Berlin lebst. Die Menschen sind wirklich toll, die da arbeiten. Also, es sind wirklich ganz, ganz viele tolle Menschen da. Auch das Team, hier in Köpenick, so, so, so tolle Menschen. Die Studioleitung, meine Kollegen und Kolleginnen, ich habe die alle richtig gern gehabt. Aber so die Strategie und die Leitlinien der Geschäftsführung, die sind wirklich sehr am Schraubstock, sage ich jetzt mal. Und das macht das Ganze natürlich, also teilweise wirklich, ja, wie soll ich sagen, raubt einem doch den ganzen Spaß. Da könnte ich jetzt ganz viele Beispiele aufzählen. Handy oben im Spind lassen, nicht mit den Kollegen reden, weil das dann bei den Mitgliedern und Mitgliederinnen blöd ankommen kann, dass man mit seinen Kollegen redet. Und dann stehst du halt die ganze Zeit irgendwo in der Ecke und sollst nicht mit deinen Kollegen, mit denen du dich super verstehst, Spaß haben. Und na, am Ende habe ich das Gefühl, man findet gerade aktuell nicht so das Gleichgewicht, wie hält man die Mitarbeitenden, weil die Fluktuation ist auch riesig. Und so bin ich ja dann auch wieder gegangen, weil ich einfach gemerkt habe, nee, das tut mir auch nicht gut, dann sonntags um 22 Uhr arbeiten und, mein Wunsch nach Selbstständigkeit, nach Wirkung und natürlich auch etwas daraus zu machen, von dem ich weiß, dass ich es kann, war dann doch am Ende groß. Aber wie soll ich sagen, dieser Schritt dann wirklich zu sagen: „Okay, dann machst du das jetzt einfach ohne diese finanzielle Sicherheit und", das ist schon ein großer Schritt gewesen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du dich mit dem Thema auch schon mal beschäftigt hast, ich glaube, es gibt da draußen einige, die mal den Wunsch hätten, sich selbstständig zu machen mit ihrer Idee, mit ihren Qualifikationen und sich dann halt am Ende nicht trauen, weil es einfach eine super unsichere Geschichte ist. Und so ging es mir auch. So geht es mir immer noch. Grade dann auch der Kontakt zur Agentur für Arbeit, dann meldet man sich arbeitssuchend, dann meldet man sich arbeitslos. Dank meines Arztes sozusagen, bin ich jetzt wahrscheinlich, Stand jetzt, komme ich nicht in diese Sperrfrist, die es ja auch aus gutem Grund gibt. Weil normalerweise ist ja, wenn man selber kündigt, dass man dann erst mal kein Arbeitslosengeld kriegt. Und
Ja, und wenn du dich aus deiner Arbeitslosigkeit quasi gründest, dann hast du Anspruch auf einen sogenannten Gründungszuschuss. Das sieht dann so wie folgt aus: Du erarbeitest quasi in ein paar Monaten deinen Businessplan, den gibst du dann ab mit einem Antrag und wenn die dann sagen, das hat Zukunft oder das macht Sinn, dann zahlen sie dir quasi dein Arbeitslosengeld plus einen Gründungszuschuss von 300 € für 6 Monate und das ist dann quasi dein Start in deine Selbstständigkeit. Und nach diesen 6 Monaten musst du dann zusehen, wie du selbst klarkommst. Was ich sehr fair finde, ich finde es auch toll, dass es sowas überhaupt gibt. Da sind wir in Deutschland wieder sehr privilegiert, dass es sowas überhaupt gibt. Ich weiß gar nicht, wie viele Länder es gibt. Für Skandinavien hat das bestimmt auch, hat das bestimmt noch viel besser. Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es gibt ganz viele Länder, da gibt die Regierung auch einen Piep, ob du dich selbstständig machen willst oder nicht, und fördert dich da kein bisschen. Genau, dann läuft das so ab. Ja, du füllst deine 1000 Formulare da erstmal ab und wie gesagt, ich warte gerade auch noch auf den Abschluss meines Antrags, da mein eines Unternehmen, das Startup, für das ich gearbeitet habe, was ich jetzt nicht namentlich erwähnen werde, die haben immer noch nicht dieses blöde Formular zur Agentur hingeschickt, dass ich da gearbeitet habe. Daran hängt es gerade. Die B-Hochschule, der VfL Wolfsburg, Superfit, die haben das nach 3, 4, 5 Tagen hingekriegt. Ich weiß nicht, warum das bei denen jetzt schon über einen Monat dauert. Ich habe das schon so oft hingeschrieben. Langsam nervt's. Naja, aber kein böses Blut, no bad blood. Hoffentlich ist das bald soweit. Genau, und dann hatte ich jetzt meinen Termin mit meiner Vermittlerin, weil dann ist es so, dass du dann einen Termin bekommst mit, es gibt nämlich einmal die Leistungsabteilung, die kümmert sich halt um deine ganzen Anträge, was so arbeitssuchend, arbeitslos, Arbeitslosengeld etc. angeht. Und dann hast du eben einmal die Vermittlungsseite, die natürlich versuchen, dich so schnell wie möglich wieder in ein Angestelltenverhältnis zu bringen. Und das hat meine Vermittlerin jetzt in dieser Woche natürlich auch versucht. Die war super nett, da war ich sehr dankbar drüber. Weil irgendwie hatte ich schon ganz schön Angst auch davor, vor diesem Termin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, es sind ja auch nur Menschen und ich glaube, auch wenn man jetzt nicht Langzeit arbeitslos ist, gehen die auch anders mit einem um, als wenn man da jetzt schon 4 Jahre arbeitslos ist. Ich glaube, dann können die auch ein bisschen härter sein. Müssen sie auch, finde ich. Ähm, ja, aber meine war wirklich sehr nett. Sie fand auch meine Ideen meiner Selbstständigkeit dann total toll. Und ja, dann im Verlauf hat sich das wieder so ein bisschen gedreht, dass sie dann natürlich gesagt hat, Selbstständigkeit nicht so sinnvoll, bleib doch lieber in einem Angestelltenverhältnis, dann füllst du mit ihr aus, was du denn wieder für also was für ein Angestelltenverhältnis du wieder eingehen würdest, in welcher Position und welche Kenntnisse du hast und so. Was so ein bisschen komisch ist, weil eigentlich denkt man sich so: „Ja, aber ich will mich doch selbstständig machen, also warum machen wir das Ganze hier eigentlich gerade? Aber natürlich verstehe ich auch, du musst dich halt dem Markt zur Verfügung stellen. Das ist ja die Prämisse dafür, dass du überhaupt Arbeitslosengeld dann bekommst. Und ich finde das auch total fair. Und in dem Zuge bekommst du dann, wenn du es anmeldest oder danach fragst, auch die Möglichkeit für so ein Gründercoaching, wo du dann mal so ein bisschen die ganzen Basics auch lernst, weil ich glaube, fachlich haben viele nicht das Problem, aber vielleicht geht es dir auch so, wenn es dann an Richtung Unternehmensform, Steuern, Rechnungen stellen, Preiskalkulation und so. Das finde ich auch noch sehr anspruchsvoll. Aktuell klappt das, ich sag mal, wenn man nur so ein paar Klienten betreut oder so ein paar meine Les Mills Kurse gibt und so, dann kriegt man das ja alles noch ganz gut auf die Reihe. Aber ich glaube, sobald man das wirklich professionell machen will, muss man einfach die Grundlagen beherrschen und dafür gibt es dann halt auch sogenannte Coachings. Ähm, genau, und das kannst du anmelden. In Berlin kriegt man nicht so viele Coaching Einheiten sozusagen kostenlos gestellt. In anderen Bundesländern ist es mehr, habe ich gehört. Wurde mir heute auch noch mal von einer Teilnehmerin von meinem Body Balance Kurs, auch ganz, ganz toll, habe ich kennengelernt über den Body Balance Kurs und dann Instagram. Und sie hat sich auch letztes Jahr selbstständig gemacht und dann konnten wir uns heute auf einen Kaffee treffen und so ein bisschen darüber reden, wie das für sie war. Und sie hat dann auch dieses gleiche Coaching durchlaufen und so. Das ist auf jeden Fall schön, wenn man sich da austauschen kann. Das kann ich dir auch nur sehr empfehlen, wenn du da auf diese Idee hast, dich selbstständig zu machen, ist es wahrscheinlich super schlau, sich mal mit Leuten auszutauschen, die was Ähnliches vorhaben, Ähnliches durchmachen, ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
Ich erzähle jetzt ja in dieser Episode auch einfach mal total ungeskriptet, einfach nur, was mir gerade so widerfahren ist, wie es mir dabei so geht, was für Steps man so erwarten muss. Ja, und ich bin jetzt erstmal so verblieben, ich fliege jetzt erstmal in den Urlaub und dann mache ich dieses Coaching und dann spreche ich sie danach nochmal und dann reden wir nochmal darüber, will ich mich wirklich selbstständig machen. Sie hofft natürlich dann noch ein bisschen, dass ich nicht bis dahin zur Vernunft gekommen bin und nicht wieder in ein Angestelltenverhältnis gehe. Ja, und ich muss schon sagen, das ist eine emotional doch ganz schön intensive Reise, weil es gehört natürlich zum einen dazu, diesen Schritt zu gehen, sich arbeitslos, arbeitssuchend zu melden. Das war für mich ganz grauenvoll, muss ich ehrlich sagen. Also vielleicht können das andere auch besser oder machen sich da weniger im Kopf, aber für mich, das hat sich so nach vernichtender Niederlage irgendwie angefühlt. Also so nach, ich habe mich richtig geschämt, ähm, was ich gar nicht will. Also und ich auch nicht richtig finde, dass man das tut, weil das hat ja alles seine Begründung, aber ja, dann diese ganzen Prozesse und das dann alles online ausfüllen und hoffentlich füllt man es auch richtig aus und so. Ähm, aber vielleicht an dieser Stelle auch einfach mal ein Kompliment oder vielleicht kann ich dir auch die Angst nehmen. Also zumindest hier bei der Agentur für Arbeit im Bezirk Treptow-Köpenick in Berlin waren alle, mit denen ich bisher Kontakt hatte, super freundlich und ich hatte da so eine Angst vor. Ähm, also da wirklich kann ich vielleicht mal so ein bisschen meine Schublade, in die ich das Ganze gesteckt habe, mal aufmachen und sagen, das war viel angenehmer und freundlicher, als ich es befürchtet habe. Ähm, ja, und dann kommen natürlich dann die nächsten Steps auf einen zu. Und ja, ich, wie gesagt, fliege jetzt auch erstmal in den Urlaub, mache mir da keine Gedanken. Ähm, Während des Urlaubs muss ich auch meine Les Mills Dance Ausbildung lernen, weil ich dann direkt, wenn wir zurück sind, die Ausbildung quasi habe. Ja, ich muss bis dahin die Choreografie lernen und dann habe ich die Ausbildung und danach habe ich wieder 8 Wochen Zeit, das Video zu filmen, jetzt wie bei Body Pump auch. Da habe ich ja gerade meine Ausbildung bestanden. Also deswegen ist es nicht so, dass ich zu wenig Themen im Kopf hätte, aber bezüglich der Selbstständigkeit, genau, gehe ich das dann weiter an. Und ja, vielleicht fragst du dich ja auch häufig, was ist so der richtige Job für dich? Das war heute auch ein interessantes Thema mit der, ja, ich nenne sie mal Freundin, oder also mit der Person aus meinem Kurs, die sich eben auch selbstständig gemacht hat, nachdem sie lange für Werbeagenturen gearbeitet hat. Und wir haben uns ganz viel gefragt, was ist so der richtige Job? Also findet man den richtigen Job für einen? Oder ja, wo findet man den Purpose? Was ist der Purpose? Was macht einen glücklich? Also, ich kenne wirklich ganz viele, die sagen: „Ich will einfach nur gutes Geld verdienen und bin auch bereit, ordentlich dafür zu scheffeln.“ Ich kenne welche, die sagen: „Ich will einfach nur einen stabilen Job, wo ich mich nicht überarbeiten muss, wo ich ein bisschen flexibel sein kann.“ Eine Freundin von mir hat letztens auch gesagt, sie hat ihr Ziel damit erreicht, dass sie quasi Teilzeit arbeitet, aber ungefähr Vollzeitgehalt hat, was sie hatte, als sie angefangen hat zu arbeiten und so, dass das für sie schon das Ziel war. Und ich finde das wirklich auch so, so schwer herauszufinden. Und das ist ja auch das, was ich in meiner Selbstständigkeit machen will. Leuten dabei helfen, herauszufinden, wer sie sind und was sie eigentlich können und was sie wollen und dabei im besten Fall glücklich sein und sich nicht von diesem Druck so zerquetschen zu lassen. Weil ich glaube, wir haben alle so viel Potenzial und so tolle Persönlichkeitsmerkmale, die uns einzigartig machen. Und dann fände ich es so toll, wenn jeder von uns es schafft, das auch zu embracen und zu sagen, ich bin halt so genau, wie ich bin. Und das macht mich in dem oder dem Bereich halt einfach auch besser als andere, beziehungsweise kann ich damit mit anderen Menschen besser resonieren als andere. Und dann ziehe ich wieder die Leute an, die mit mir arbeiten wollen, weil ich so bin, wie ich bin. Und das ist so ein bisschen mein großes Ziel, was natürlich ich auch erstmal für mich auch hinkriegen möchte. Und deswegen habe ich auch so Lust auf diese Selbstständigkeit. Und ich arbeite jetzt schon ähm, mit manchen Leuten so privat. Und das ist so schön zu sehen, dass ich ihnen helfen kann. Und das gibt mir so ein tolles Gefühl. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch schon oft den Gedanken gehabt: „Ach Mensch, Felix, bist du eigentlich total bekloppt? Warum suchst du dir nicht einfach einen vernünftigen Job? Du hast doch super gute Arbeitszeugnisse, du hast, super viel studiert, du hast Connections. Ich würde bestimmt wieder einen Job finden, wenn ich mal so ein bisschen rumfrage.“ Ich habe nur Angst, dass ich mich dann wieder fühle wie vorher oder ob das dann immer nur so ein Jobwechsel, Wechsel, Wechsel wird.
Oder vielleicht ist es ein bisschen wie mit der Liebe auch, dass man einfach viel ausprobieren muss, bis man irgendwann dann landet und sagt: „Oh, das ist es, das liebe ich.“ Ich glaube, es hängt auch immer sehr viel davon ab, mit wem man arbeitet. Das kennst du wahrscheinlich auch. Ich könnte mir vorstellen, deine Kollegen sind auch entweder das, was dir Kraft gibt oder was dir Kraft raubt. Ich habe auch schon beides erlebt. Ähm, ja, und ich glaube, das ist das, was ich dir für heute so ein bisschen mitgeben kann. Ich hoffe, da steckt vielleicht auch ein bisschen was für dich drin. Vielleicht sagst du auch: „Ja, Felix, das war jetzt irgendwie ein Haufen Geschwafel.“ Ähm, genau, weil ich habe mir halt für heute wirklich gar kein Skript gemacht. Ich habe gedacht: „Komm, es gibt jetzt noch ein kurzes Live-Update, bevor ich in den Urlaub fliege.“ Und ja, da spreche ich einfach ein bisschen mit dir darüber, wie jetzt mein letzter Prozess war. Ja, und vielleicht sind da auch, ja, Sachen bei dir beantwortet worden oder ich habe dich ein bisschen mit irgendwas inspiriert. Wenn du Fragen hast zu dem ganzen Prozess, hau es mir super gerne in die Kommentare, können wir gern drüber reden. Solltest du Unterstützung dir wünschen für deinen Prozess der Selbstfindung, dann komm auch gern auf mich zu, weil genau das ist das, was ich jetzt machen möchte. Ähm, und ich glaube, viel mehr bleibt mir für heute gar nicht zu sagen. Ähm, ja, außer, genau, vielleicht sehen wir uns auch in Zukunft noch öfter hier im Superfit in Köpenick. Ich weiß, es ist sehr speziell sozusagen, also sehr, äh mir fehlt das richtige Wort. Also, natürlich jetzt nicht gerade der weit verbreiteste, Raum, aber, ich werde in Zukunft wahrscheinlich noch mehr feste Kurse in Köpenick bekommen, haben. Da habe ich heute auch mit meinen lieben Kollegen von der Kurskoordination wieder Kontakt gehabt. Was macht mich auch sehr glücklich, weil sowohl ist das natürlich zum einen festes Einkommen, zum anderen liebe ich es einfach, meine Kurse zu geben, dass die Mitglieder regelmäßig wiederkommen und, jetzt, wenn ich mal im Urlaub bin, direkt fragen: „Oh, wann bist du denn wieder da?“ Und: „Ach, wie schade.“ Und das geht einfach immer wieder mein Herz auf. Deswegen bin ich auch so stolz gewesen, dass das jetzt mit Bodypump so gut funktioniert. Also, ja, ich jetzt geschafft habe. Jetzt noch Les Mills Dance und ich bin da ganz ehrlich, danach ist auch erst mal Schluss, weil mehr Choreografien kann ich mir überhaupt nicht merken. Ich finde es schon, mit 2 Formaten anspruchsvoll genug, aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Das soll auch Teil meiner Zukunft sein. Wenn du dazu Fragen hast, auch gerne mal in die Kommentare hauen, falls dich das mal interessiert, wie das überhaupt abläuft mit so Kursen geben und wenn du schon mal 'n Les Mills Format gemacht hast und du weißt aber gar nicht genau, wie läuft das mit, Les Mills Ausbildungen und wann kannst du damit auf die Bühne und wann nicht? Ähm, dafür musst du dich ja dann auch wieder selbstständig machen, zumindest nebenberuflich, damit du das dann überhaupt abrechnen kannst. Das ist ja auch noch mal 'n Thema für sich. Das habe ich ja auch, dann Mitte letzten Jahres gemacht, so nebenberuflich, damit du das dann so als Kleingewerbe, auch betreiben kannst. Also ja, alles super viele spannende Themen. Ich rede jetzt um den heißen Brei herum. Ich hoffe, es geht dir wundergut. Ich hoffe, du hast ein fantastisches Wochenende. Im besten Fall bist du super glücklich in deinem Job mit dir, mit allem, was du machst. Und dieses ganze Gelaber hier hast du dir nur angehört, weil du es schön findest, meine Stimme zu hören. Ähm, und ja, falls du aber auch gerade ganz viele Themen im Kopf hast, welcher Job ist der richtige für mich? Was möchte ich machen? Möchte ich mich vielleicht sogar selbstständig machen? Vielleicht, ja, hat dir das dann ja sogar ein bisschen was gebracht. Und wie gesagt, andernfalls, schreib mir gerne 'ne Nachricht. Ansonsten freue ich mich schon wahnsinnig, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören zu einer weiteren Portion Joghurt und Reiswaffeln. Ich bin raus für heute. Wir sehen uns nach meinem Urlaub. Bleib gesund, pass auf dich auf. Mach's gut.